Glaubst du an den Teufel? Ich persönlich glaube nicht daran. Doch das, was ich in dieser Erfahrung erlebt habe, hat mich eines anderen belehrt. Mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und ich möchte mit dir in diesem Video über den Teufel sprechen, tatsächlich. Über das System des Teufels oder über den Bewusstseinszustand des Teufels. Ja. Und ich habe, wie du vielleicht weißt, schreibe ich gerade ein Buch, Das große Mysterium, und ich habe Zugang durch erweiterte Bewusstseinszustände, durch viel körpereigenes DMT, habe ich einfach einen Zugang zu einem erweiterten Bewusstseinszustand, nenne ich das jetzt mal, wo ich Fragen stellen kann und sehr, sehr gute und klare Antworten bekomme. Und durch meine ganzen Astralreisen kann es passieren, dass das DMT irgendwann mehr wird und dass ich dann plötzlich nicht mehr da bin. Und das, was gesagt wird, ich einfach erlebe. Ja. Und ich habe gefragt, lieber Gott, gibt es einen Teufel? Das, was ihr als Teufel bezeichnet, ist etwas ganz anderes. Ihr habt das Bild, dass der Teufel ein böses Wesen ist, welches anderen schlimme Dinge antut. Dieses Bild ist ein Konzept der Religionen. Früher glaubten die Menschen, dass Gott sauer ist, weil Blitze vom Himmel herabkamen. Euer Verstand war damals noch nicht reif. Er war in Kinderschuhen und er konnte vieles nicht verstehen. Ja. Menschen haben früher eben Schafe getötet und das Blut und so weiter, um den Gott zu besänftigen. Also man sieht halt einfach, dass das Bewusstsein damals nicht entwickelt war oder noch nicht so im Verstand war, könnte man sagen, oder eher nicht im Verstand. Ja. Die Zeit hat sich entwickelt und ihr fängt nun an, die Lehren eurer Religionen zu hinterfragen. Und ja, sehr viele angebliche Wahrheiten ergeben heute keinen Sinn und sind längst überholt. Da die meisten Menschen an der Vergangenheit festhalten, können sie sich von ihren festgefahrenen Überzeugungen schwer lösen. Und das liegt daran, dass das Ego Angst hat, entlarvt zu werden, als jemand, der zuerst an A glaubt und später an B glaubt. In eurem Kollektiv ist es anscheinend nicht erwünscht, sich zu entwickeln, dazu zu lernen und seine alten Überzeugungen abzulegen und sich durch Entwicklung und Fortschritt einen neuen Glaubens zu öffnen. Zurück zu eurem Konzept des Teufels. Ein Affe glaubt an einen Affengott, ein Elefant an einen Elefantengott. Passiert etwas Übermenschliches, wie zum Beispiel UFOs landen oder was auch immer, dann fallen alle auf die Knie und beten dieses höhere Wesen an. Ihr lasst euch so schnell unterwerfen und habt den Drang dazu, andere auf ein Podest zu heben. So habt ihr Gott und den Teufel auf ein Podest gehoben. Krasse Aussage, muss ich wirklich sagen. Ne? Mich betet ihr an, mich liebt ihr, den Teufel hasst ihr und ihr habt Angst vor ihm. Somit bin ich wohl nichts anderes als ein erweitertes Bewusstsein und neben mir am Thron sitzt mein Bruder der Teufel, Satan oder wie ihr ihn auch immer nennen wollt. In eurer Welt der Dualität, die in Wirklichkeit nur eine Polarität ist, existiert alles, was ihr euch vorstellen könnt. Durch kollektive Gedanken erschafft ihr die Götter und den Teufel in eurer Vorstellung. Und jetzt kommt was Krasses. Um zur Wahrheit zu kommen, im Grunde existiert nur ein Bewusstsein, das Gottesbewusstsein. Somit ist alles Gottesbewusstsein.
Und da ich Gott bin, ist alles Liebe. Denn ich liebe mich selbst, ich liebe euch und ich liebe das Leben. Und deswegen habe ich alles erschaffen. Es ist ein großer Dschungel. In diesem Dschungel kannst du die Liebe und viele andere Zustände erleben und dich auf das größte Abenteuer deines Lebens begeben. Schönes Zitatchen. Du kannst alles, was du dir wünschst, erfahren. Es hängt von deinem Glauben ab. Dieser führt dich wie eine Straße durch durch diesen Urwald. Euer göttliches Werkzeug, der freie Wille, eure Gedanken, eure Emotionen und schließlich eure Wahrheit und Zustände zu beeinflussen, zu verändern, zeigt euch eure Göttlichkeit. Ihr müsst euch nur erinnern, dass ihr diese Macht in euch trägt und damit alles ändern könnt. Das waren unglaublich, finde ich, schöne Sätze und eine schöne Erklärung. Es ging natürlich im Buch noch weiter. Ich habe dann geantwortet darauf, ich bin ein bisschen verwirrt in Bezug auf meine Frage zum Teufel. Ich habe keine klare Antwort bekommen. Gibt es einen Teufel oder nicht? Plötzlich hat es mich aus dem Körper geschleudert. Ich flog durch einen Fraktaltunnel und landete in einen dunklen Raum. Und vor mir war eine unglaublich große Wand. Und diese Wand hatte viele Gesichter. Es war für mich so eine Art die Manifestation des Egos, die Manifestation des Verstandes, die Manifestation von verschiedenen Gedankenkonzepten, die sich irgendwo bewusst gemacht haben und manifestiert haben. Und die haben alle wirres Zeug geredet, verschiedene Gesichter, komische Gesichter und alle haben so und haben durcheinander geredet. Und das war so, wenn man sich vorstellt, so Gedanken, da entstehen sie, da kommt der ganze Müll her. Ne? Wenn man sagt, okay, es gibt viele Gedanken, positive Gedanken, neutrale Gedanken und negative Gedanken, dann war diese Wand die Manifestation der ganzen negativen Gedanken und des negativen Ausdruckes des Selbst. Und ich habe diese Wand als den Teufel wahrgenommen, als das Resultat von negativem Denken, von negativen Denkmustern, die sich einfach irgendwo manifestiert haben. Und Menschen, die anfangen negativ zu denken, koppeln sich mit dieser Wand und dann spricht diese Wand durch dich. Ja, und deswegen ist es so wichtig, seine Gedanken auszurichten. Das wurde auch vorhin gesagt. Ne? Es ist so eine Art kollektives Ego. Ja, und ich habe diese Wand gesehen und ich hatte durch dieses Gespräch in mir einen inneren Frieden. Ich hatte kurzzeitig zwar Angst, weil ich mir dachte so, wow, jetzt begegne ich den Teufel mit seinen ganzen Gesichtern und mit seinem ganzen negativen Ausdruck. Aber ich wusste, auf Basis von dem, was vorhin gesagt wurde, dass das eine Illusion ist. Denn alles, was Gedanken sind nur Gedanken. Du kannst sie wegradieren und sie sind nicht mehr da. Du kannst sagen, okay, dieser Gedanke, der hat mir nicht gepasst. Ich denke nicht mehr so. Und plötzlich ist dieser Gedanke weg. Es ist wie eine Zeichnung, die du gemalt hast und dann sagst du so, nö, passt mir nicht, finde ich nicht schön und du radierst sie einfach weg. Also du hast und das sind Gedanken, es ist nichts. Es ist nichts, ja. Und doch alles, ja. Und ich habe diese Wand vor mir gesehen und ich hatte plötzlich durch diese Aussagen vorher keine Angst mehr. Ich habe mich dem einfach gestellt und bin einfach auf diese Wand zugegangen und sie wurde immer schlimmer und ich habe diese ganzen negativen Emotionen plötzlich gefühlt und sie ist wirklich auf mich so runter und ich habe einfach nur gesagt, so, ich umarme euch und ich liebe euch, denn ihr seid nicht real, ihr seid nur Muster und
das ist alles eine Illusion. Und plötzlich hat sich diese Wand, ist sie auf mich gefallen und hat sich in Luft aufgelöst und da kam ein Nebel raus und dieser Nebel hat mein Bewusstsein durch diesen Nebel geführt in eine Wolke hinauf und ich war in einer Art Himmelreich und das war so unglaublich und habe dort sozusagen den Himmel gesehen, das Paradies und überall, das war so unglaublich schön. Also man kann es nicht in richtige Worte fassen und dann kam diese Stimme, du bist König der Unendlichkeit. Und dann in mir dieses Ich bin König der Unendlichkeit. Und dann dieses Symbol, das war dieses Symbol hier, also ich versuche es mal so in deine Richtung zu zeigen. Also einfach so diese König und in der Mitte dieses unendliche Zeichen. Und das wurde mir einfach dann vor mir gezeigt und durch diese Suggestion, ich bin König der Unendlichkeit, gibst du dir wieder deine Schöpfermacht zurück und koppelst dich wieder mit deinem wahren Wesen und erkennst, dass alles andere Gedankenkonstruktionen sind, die dich in die Illusion halten. Und als ich dann wieder zurückgekehrt bin in den Körper, wo ich sehr, sehr dankbar bin für diese Aussagen und für diese Erfahrung, habe ich dann aufgeschrieben, ich habe mich befreit von den Ketten meiner selbst. Es ist die Stabilität, die dir alles gibt, was du bist. Und das nur, um den Moment festzuhalten. Dich selbst in einer Vorstellung von dir und allem anderen festzuhalten. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann ändere es, indem du dich änderst, indem du dein Sein änderst. Gott ist die Interpretation, die du auf etwas legst. Ich bin im Jetzt, ich bin dieser Moment, darin ist die Macht verborgen, die diesen Augenblick erschafft. Wow. Sehr, sehr tiefgehende Worte, sehr, sehr berührende Worte, auch wenn ich sie selbst geschrieben habe und dann nochmal lese, einfach bewegend und es macht etwas mit einem. Ja, und ich bin einfach unglaublich dankbar, solche Erfahrungen machen zu dürfen, durch den Meditation High Zustand kann man einfach lernen, sein Bewusstsein in diesen Zustand zu bringen. Und wenn man meditiert oder einfach sich in Trance begibt oder einfach im Wachzustand sich koppelt mit diesem erweiterten Bewusstsein, solche Sachen zu erleben, es ist einfach unglaublich. Ja. Dafür danke ich dir und ich danke dir, dass du das Video bis hierher gesehen hast, dass du dich für solche Themen interessierst. Ich danke dir, dass du das Video teilst, dass du mir kommentierst, um den Algorithmus aufzubauen, um das Thema Bewusstsein in die Welt zu tragen und dass du das Video an deine Freunde teilst. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht in Bezug auf das Böse. Warum existiert das Böse im Universum? Warum ist es da? Diese andere Erfahrung gleicht sehr dieser Erfahrung, die ging aber noch mal ein Ticken tiefer. Ich verlinke es dir jetzt am Ende des Videos. Schau es dir unbedingt an, wenn dich das Thema interessiert. Und danke nochmal für alles und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wenn dich solche Videos interessieren, wo ich dir mehr Ausschnitte aus meinen Erfahrungen zeige, dann schreib es mir bitte in den Kommentaren rein, dann werde ich noch mehr solche Videos produzieren. Ja. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen, danke fürs Teilen, danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder.